Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Nachrichten zu meinem Urlaub. Passenderweise habe ich euch heute ein schnelles Rezept bzw. eine schnelle Idee mitgebracht. Und zwar kaufen wir in Schweden jedes Mal dieses runde Knäckebrot ein. Die gibt es in allen Variationen in jedem Supermarkt. Und wenn es mal schnell gehen muss oder man einfach noch Reste übrig hat, bereiten wir damit eine schnelle und einfache Pizza vor. Das Ganze ist denkbar einfach. Ich habe mich kurz in unserem Kühlschrank umgesehen. Da lag noch eine rote Paprika rum. Einfach in Streifen schneiden. Außerdem habe ich noch eine Cabanossi gefunden. Alternativ könnt ihr hier auch Salami verwenden oder ihr macht das Ganze vegetarisch. Die Wurst in Scheiben schneiden. Und jetzt können wir auch schon belegen. Das Knäckebrot auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit 3 bis 4 gehäuften Esslöffeln passierten Tomaten einstreichen. Das funktioniert natürlich auch wunderbar mit Knäckebrotscheiben. Entweder legt ihr sie nebeneinander oder ihr macht daraus Mini-Pizzen. Jetzt mit etwas Salz und italienischem Kräutermix würzen. Danach kommt der Belag drauf. Als erstes die Paprikastreifen. Außerdem Dosenmais, da hatte ich noch eine halbe Dose im Kühlschrank stehen. Und danach fehlt im Prinzip nur noch geriebener Käse. Außerdem die Salami bzw. Cabanossi-Scheiben. Und so wandert das Ganze bei 200 Grad für etwa 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen, so lange bis der Käse geschmolzen ist. Währenddessen gehe ich mit Cooper nochmal schnell in den Garten und pflücke uns für die Garnitur noch etwas Petersilie. Die Petersilie anschließend waschen, trocken schütteln und fein hacken. Und sobald der Käse geschmolzen ist, können wir die Knäckebrotpizza aus dem Ofen holen. So sieht die fertige Pizza dann aus. Jetzt die fein gehackte Petersilie drüber streuen und dann nur noch in Stücke schneiden und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.